Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kari antwortet. Heute mit Janusz Und Moises. Moises ist unser Patron und hat uns gerade jetzt spontan getroffen, hier bei den Niagarafällen auf der Grenze zwischen Kanada und den USA. Dort sind die USA, hier ist Kanada. Er hat uns also extra in Kanada besucht. Und woher kommst du? Ich komme aus Lockport in New York, Ja? der USA. Und wir fahren gleich weiter nach New York. Vorher machen wir ein kurzes Video für euch und wir beantworten wie immer Zuschauerfragen. Heute aber live, wir beantworten die Fragen von Moises. Los geht's! Moises, was ist deine erste Frage? Okay, ich habe zwei Fragen, eins für dich und die andere für Janusz. Die erste Frage ist, ich weiß, dass du in Kanada für ein paar Tage warst. Also, Ja. was haben die Canadiens über Donald Trump gesagt? Gar nichts. Gar nichts? Wirklich? Wieso sollen sie über... Ja, okay, es könnte ein Thema sein, aber wir haben nicht über Trump geredet. Es ist sehr witzig, weil ich fahre nach Kanada zweimal pro Woche. Ja. Und wenn die Leute finden, die ich, oder wenn die Leute Merken. merken, die ich amerikanische oder Amerikaner bin, die erste Frage, die ich immer fragen, ist, hast du für Donald Trump gewählt? Ja? Ja, und das ist sehr, sehr Ist das komisch? komisch. In Wirklichkeit, es frustriert mich, weil in der USA wir sprechen nicht über politische ja. Themen mit Leuten. Das ist eine private Sache. Ja. Das ist witzig, weil das habe ich von vielen Amerikanern schon gehört, dass Politik viel privater ist als bei uns. In Deutschland zum Beispiel sprechen wir gerne über Politik und es ist Teil unseres Alltags, unseres alltäglichen Gesprächs. Aber in den USA, das haben mir viele Amerikaner erzählt, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo es mehr Spannungen gibt und noch mehr Uneinigkeit, versuchen die Leute das sehr privat zu halten oder reden nicht mal in der Familie darüber. Und in Deutschland ist das überhaupt nicht so. Für uns, yes, Politik ist wichtig, aber es ist eine private Sache. Ja. Ja. Ja, ich finde das super interessant. Aber vielleicht kommt das auch daher, in Deutschland hat man viele Parteien und viele verschiedene Meinungen und viele Optionen. Deshalb ist es nicht so gefährlich, darüber zu reden. Nicht so schwarz und weiß. Es gibt nicht richtig und falsch, sondern es gibt viele kleine Mittelwege. Okay. Ja. Was ist deine zweite Frage, Moises? Also, diese Frage, Janusz, warum bist du nach Deutschland gekommen? also in meinem Land, in Polen, gab es einen ähnlichen Zustand wie ein Bürgerkrieg. Das Militär und die Polizei hat 2 Jahre lang das Land regiert. Und als es vorbei war, bekam ich ein Passport und bin dann geflohen. Und mir war egal wohin. Hauptsache raus aus diesem Gefängnis. Unser Land war wie ein Gefängnis. Und ich landete in Deutschland. Ich wollte aber nach Amerika. Da aber meine Eltern und Großeltern in dem Part gelebt haben, wo es früher noch Deutschland war, dürfte ich eine deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Okay. Und deshalb war das für mich sehr einfach, in Deutschland zu bleiben. Und ich bin in Deutschland geblieben. Und wenn du in Deutschland warst, wie war die Transition? War es einfach für dich oder es war sehr kompliziert und schwierig, und die deutsche Kultur kennenzulernen? Ja. Oder dich zu integrieren. Ja, also es war sehr, sehr einfach für mich. Ich hatte eine sehr gute Schule bekommen. Ich durfte 8 Monate lang jeden Tag 8 Stunden lang Deutsch lernen.
Und ich dürfte dann später mir aussuchen, welche Ausbildung ich machen möchte. Ich lebte in einem sehr hübschen Stadt in Deutschland, in Münster. Eine sehr angenehme, sehr liebe, sehr grüne, fantastische Stadt. Und das war sehr einfach für mich. Danke. Danke. Haben wir alle deine Fragen beantwortet, Ich Moises? glaube, er hat noch eine. Du hast noch eine Frage? Er sprach von 3 Fragen. Ja, ich habe eine andere Frage. Ich weiß, dass du verheiratet bist. Ja. Die Frage ist, wie geht es um Deutschland? Also du bist von verschiedenen Kulturen. Ja. Vielleicht ein bisschen ähnlich, aber verschiedenen. Ja. Und wie geht es um deine Beziehung? Okay. Mit der, Ob unsere verschiedenen Kulturen die Kulturen. Probleme für die Beziehung sind? Ja. Das ist eine gute Frage, Janusz. Gibt es ein Problem zwischen Ja, Deutschen und Polen? Ja, zwischen Deutschen und Polen, aber auch zwischen uns gibt es einen Altersunterschied. Und der könnte auch unter Umständen zu einem Problem werden. Ich denke, und die Sprache zum Beispiel. Es gibt, du hast Deutsch gelernt und ich spreche Englisch, aber ich war in Peru geboren und meine Frau war hier in den USA geboren. Und wir haben manchmal Missverständnisse wegen der Sprache. Also ich denke, Sache wie das in deiner Beziehung. Wir haben nicht so viele Missverständnisse, weil Janusz schon fließend, fast perfekt Deutsch sprach, als wir uns kennengelernt haben. Aber ich bin manchmal ein bisschen gemein, wenn er etwas in Deutsch sagt, was witzig klingt, weil es einen Fehler gibt, dann mache ich Witze darüber. Und das sollte ich nicht machen. Ja, nicht nur Witze, sondern sie spricht das nach mit diesem schweren slawischen Akzent. So, und dann lacht sie darüber. Aber Das stimmt nicht. Ich liebe das, ich mag das, weil für mich Kari hat viele Gebiete, wo sie nicht lachen will, weil sie ist sehr, sehr feinfühlig, ja. Und mit mir kann sie sich ein bisschen ausleben, dieses Political Uncorrecte so ein bisschen. Und ich befürworte. Was laberst du da für einen Quatsch, Janusz? Okay. Also du Sie können sagst, sich bei mir ein bisschen austoben. ich bin so deutsch und so ernst, wenn ich Janusz nicht hätte, hätte ich gar keinen Spaß im Leben. So ist das, ja. Haben wir alle deine Fragen beantwortet, Moises? Ja, ich denke, ihr habt das gemacht. Wenn ich mehr Fragen habe, werde ich sie schreiben, okay? Ja, unbedingt. Und das sollt ihr auch machen. Wir werden, wenn wir dieses Video veröffentlichen, auch bei Instagram Fragen beantworten. Deswegen klickt auf unsere Instagram-Seite. Der Link ist hier unten. Und dort könnt ihr alle Fragen stellen, die ihr habt. Und Janusz und ich werden sie dann beantworten heute Abend. Tschüss und bis bald. Danke, dass wir dich treffen konnten. Ciao. Danke. Ciao.